Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zum neuen Vlog für diese Woche. Ja, ich habe gerade festgestellt, ein bisschen Blaukontrast. Ja, ich mache jetzt gleich Mittagessen und habe mich mal kurz aufs Sofa gesetzt. Ich wollte einfach mal das Vlog-Intro für diese Woche machen. Ja, es ist nach wie vor einfach unglaublich, was wir für eine Resonanz auf das letzte Video hatten. Und ich bin jetzt nach dem Schneiden vom Vlog, der heute Abend kommt, eigentlich auch super zufrieden mit dem, muss ich sagen. Äh, Ich hatte ja befürchtet, der wird viel kürzer und ja, im Endeffekt ja, bin ich recht zufrieden, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden gewesen. Ach ja, es passieren gerade generell so viele Dinge auch im Hintergrund und auf der Arbeit und so, die so positiv sind. Und ich weiß nicht, also uns geht's aktuell richtig gut. Wir sind richtig, ja, wir kommen so langsam sogar in Weihnachtsstimmung und ja, es ist manchmal, weiß ich nicht, im Moment läuft's einfach sehr gut. Dreimal auf Holz klopfen. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß beim neuen Vlog. Diese Woche wird garantiert genug passieren. Ja, vor allen Dingen nächsten Samstag. Kann sein, dass es jetzt unter der Woche vielleicht wieder einen Skip gibt wegen der Arbeit. Das kann ich jetzt noch nicht ausschließen, weil, ja, ihr wisst ja, es ist ein bisschen sehr fordernd im Moment. Und wenn man dann nach Hause kommt und der Kopf ist durch und ja, dann ist man auch einfach nicht mehr, sag ich mal, so bei der Sache und möchte dann eigentlich nur noch seine Ruhe haben. Und ja, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall werden wir kommende Woche Samstag hier das ganze Haus schon mal schmücken für die Weihnachtsfeiertage, werden den Weihnachtsbaum aufstellen und ja, Kekse backen und alles schon mal so ein bisschen vorbereiten, dass das dann hier halt richtig gemütlich wird. Die Schwiegereltern kommen auch. Wir werden hier im Wohnzimmer die Lampen anbringen. Die zeigen wir euch dann ganz ausführlich. Da hat Schwiegervater echt unglaubliche Arbeit geleistet schon wieder mit der Restauration der alten Lampen. Wir haben ja von der Nachbarin, ähm, ja, der ich bei dem Wasserschaden geholfen habe, äh, schon mal, da bekommen wir mal hin und wieder so ziemlich alte Sachen, weil wir das cool finden. Und wenn sie halt irgendwie, hat sie halt überall Connections hier im Dorf und was dann halt die Leute vielleicht nicht mehr haben wollen, was aber, sage ich mal, für uns noch einen immensen Wert hat, weil es halt sehr alte, teilweise ja, Gegenstände sind, wo noch richtig Handwerkskunst drin steckt und alles. Und das ist halt einfach zu schade, das dann wegzuschmeißen. Und wenn man das ein bisschen liebevoll behandelt, dann sieht es einfach fantastisch aus. Und ja, Schwiegervater hat dieses Mal wieder sich absolut ja, übertroffen will ich nicht sagen. Er übertrumpft sich ja jedes Mal. Ähm, Werdet ihr dann am Samstag sehen, wie das geworden ist. Also das ist dann das beste Beispiel. Da kann für ein zweites Leben für wunderbare, schöne alte Sachen. Ja, naja. Auf jeden Fall werden wir die Lampen vorbereiten, den Fernseher hier in Betrieb nehmen und ja, die Salat-Action starten und den Quas werden wir diese Woche machen. Und alles andere, was dann noch dazu kommt, das ist dann optional. Gut, liebe Leute, viel Spaß und wir sehen uns dann gleich wieder.
So Leute, Montagmorgen, auf zur Arbeit. Ja, ich habe jetzt viel geschlafen. Ich hatte gestern noch einen verspannten Nacken. Das hat sich über Nacht so ein bisschen in Luft aufgelöst. Aber trotzdem habe ich heute Nacht ganz absurdes Zeug geträumt. Und irgendwie auch nicht so richtig gut geschlafen. Aber naja, wir werden es jetzt mal angehen. Ich werde jetzt nochmal Sarah kurz Tschüss sagen und dann geht's auf zur Arbeit. Und dann mal gucken, wie der Start in die neue Woche so wird. Also bis später. Hallo Leute und herzlich willkommen am Samstag. Ja, es liegt eine sehr, 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 sehr anstrengende Arbeitswoche hinter mir mit sehr vielen Herausforderungen, sagen wir mal so. Es ist nach wie vor spannend, es ist nach wie vor aufregend, mein Ehrgeiz ist geweckt. Aber das Ganze gipfelte dann gestern sozusagen damit, dass ich 17 Stunden unterwegs war. Wir hatten regulär bis um 14 Uhr und dann hatten wir noch eine Betriebsversammlung und sind anschließend dann noch Weihnachtsfeier technisch essen gewesen und haben uns danach noch ein Kulturprogramm angesehen und dementsprechend 17 Stunden. Für mich ist das ja auch alles reguläre Arbeitszeit, sage ich mal so. Und alles andere als irgendwie eine Entspannungssituation. Also war es echt anstrengend. Ich bin dann nach Hause gekommen und war wirklich fix und fertig. Also ich merke auch jetzt noch, ich habe jetzt ein bisschen geschlafen. Es ist jetzt gleich um 6. Eigentlich wollte ich heute länger schlafen. Aber ich werde jetzt einfach aufstehen und schon mal ein bisschen was machen. Ich merke schon, jetzt, dass so ein bisschen Kopfschmerzen, weil ich wahrscheinlich nicht genug geschlafen habe. Aber naja, auf jeden Fall kommt Schwiegervater gleich noch. Wir werden dann noch einige Dinge erledigen. Geplant ist eigentlich, dass wir dass Sarah und ich heute die Weihnachtsdekoration so ein bisschen fertig machen. Und dann wollten wir die Lampen in der Wohnstube anschrauben. Ja, und noch so ein paar andere Sachen. Da bin ich mal gespannt. Da könnt ihr auf jeden Fall dann dabei sein. Ich meine, die Woche über, da gab es jetzt wirklich überhaupt gar nichts. Also ich bin wirklich wieder, regulärer Arbeitsbeginn ist 7 Uhr. Ich bin jetzt noch in der Einarbeitung drin und so und habe dann noch so ein bisschen, da fange ich dann dementsprechend um 6:30 oder so wie am Freitag dann, sage ich mal, um 6 Uhr schon an und ich komme dann abends nach Hause und ich bin dann eigentlich fertig. Also ich habe dann nur noch gegessen und ganz gechillt abgeschalten, sag ich mal, beim Abendbrotessen und habe mir dann ein paar Videos angeguckt und bin dann ins Bett gegangen. Also so war jetzt der ganze Tagesablauf in der Woche. Also da gab es nichts zu filmen oder irgendwie sowas Ähnliches. Wir haben auch alles, was wir hatten an irgendwelchen Dingen, die geplant waren, abgesagt. Am Montag die Abendschule, dann am Dienstag einen Termin beim Arzt und so weiter und so fort. Das haben wir alles abgesagt, weil das einfach nicht drin saß. Also ich musste abends rechtzeitig ins Bett gehen, damit ich morgens, sage ich mal, vom Kopf her so aufgestellt bin, dass ich den neuen Tag dann auch ganz entspannt meistern kann. Ja. Naja, auf jeden Fall so viel erstmal als Update zur neuen Woche. Ich werde dann jetzt mal langsam aufstehen und gleich mal mich ein bisschen fertig machen. Dann fange ich schon mal an, so ein bisschen zu rödeln hier und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann, ciao.
nur an. Ich tue hier, also das war's schon. Aber ich wird es vielleicht eng werden mit dir. Müssen wir dann sehen. Mit was? Mit dem Kabel? Ja, aber ja, wir werden sehen. So Leute, wir sind gerade dabei. Hier das Kabel hatten wir noch mal rausgezogen und dort noch ein zweites Loch gebohrt. Wir wollen 2 Wandleuchten dort anbringen und dementsprechend ist Schwiegervater auch schon draußen in der Scheune, zeige ich euch gleich mal, und baut dort die Kabel, sage ich mal, ein mit einer Dose und alles so, wie es sein soll. Ich muss gleich noch mal schnell zum Baumarkt fahren. Ich will mal schauen, dass wir vielleicht noch Kabelkanäle kriegen, damit wir das dort einmal ordentlich rumführen können. Und ja, wir brauchen noch ein bisschen Klebeband und so. Sarah ist am Geschenke einpacken. Ja, bevor ich es vergesse, es kommt ja vieles zu kurz. Wollte ich euch einmal zeigen. Wir haben ja das Quarz-Experiment. Ist ja auch noch Musik an. Ein bisschen drüber reden. Da sind noch geröstete Brotstücke drin und das hier ist jetzt das Glas mit Quarz. Da habe ich heute Morgen den Starter reingemacht, den wir zusammen eingesetzt haben. Der ist anstatt 3 Tage, ist er tatsächlich 5 Tage drin gewesen, weil ich wegen der Arbeit gar nicht dazu gekommen bin. Scheint aber noch alles in Ordnung zu sein. Und ja, jetzt wollen wir einfach mal schauen. Ich habe jetzt neues Brot reingemacht, habe das Ganze dann komplett aufgefüllt und ja, dann kommen da noch Rosinen und so mit rein, damit die natürliche Hefe dort halt arbeiten kann. Ich bin gespannt. Das Ganze muss jetzt 3 Tage stehen. Danach kann ich es abfüllen. Und ja, dann können wir es praktisch in den Kühlschrank stellen. Dann kann man es noch ein bisschen nachsüßen oder so, je nachdem, wie man mag. Aber dann ist es fertig. Und dann würde ich mal gucken, wenn es was geworden ist, direkt Neues aufsetzen. Deswegen habe ich in dem Zuge auch immer, wenn ein bisschen Brot übrig war, auch wenn ich es gerne noch gegessen hätte, aber wir backen ja heute gerade auch, ja, klein geschnitten und geröstet heute Morgen im Backofen. Das muss man halt immer da haben, weil regelmäßig alle 3 Tage muss man dann das Brot rausnehmen und muss dann neues Brot reinmachen und ja, naja. Und hier unten, da geht schon ganz fleißig das Brot, was wir heute Morgen, was ich für euch gefilmt hatte, hingelegt hatten. Das muss ich gleich noch backen. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Denn Schwiegervater ist noch bis mittags rum 12 Uhr oder so hier. In einer Stunde. Ich muss es eigentlich schon in den Backofen tun. Das heißt, ich werde jetzt ganz schnell mal fahren und werde es dann in den Backofen schieben. 50 Minuten muss es backen, damit das noch fertig wird. Gut, Leute, bis später. Einen kleinen Notfallaustausch. Hält das dort überhaupt gescheit? Oder müssen wir die Dose auch mal ein Stück rausziehen noch und ein bisschen wieder angipsen? Ja, ich denke, der hat Adapterstücken. Ah ja, genau, richtig. Gesagt, Ja, dann kann er das machen. Ne? Soll er bloß ein Adapterstück, das dann sie. Ich muss mal gucken, habe ich so ein Adapterstück vielleicht noch in der Kiste? In der Scheune. Aber gut, das ist jetzt ja, wenn es so erstmal geht, ist ja nicht. Eilt es ja nicht. Jetzt mal nur so aus Interesse, was wird denn passieren, wenn man jetzt hier einen normalen Schalter einbaut? Dann brennt es durch oder kriegt einen Kurzschluss? Nee, oder? dann kriegst du es nicht mehr, dann schaltest du es hier ein und dann kannst du nur noch von dem Schalter ausschalten. Dann ist der oben außer Betrieb, weil du ja jetzt so. hier einschaltest, um das Licht einzuschalten. Und wenn du hochgehst und ausschalten willst, Dann tut er nicht. das würde ausschalten in dem Moment, wo du auf den Knopf drückst, und wenn du loslässt, wird es wieder angehen, das Licht, weil ja über den hier das wieder zu ist, weißt du? Na gut. Also hat mich jetzt nur interessiert. Ich hätte gedacht, vielleicht brennt das Relais dann durch. Weißt du? Nee. Aber ja. Na, deswegen wird sowas ja halt auch von einem paar Mal gemacht. Hier ist ein Knoppel.
habe eine Idee für die Außenlampe. Vielleicht könnte das Kellerfenster dort ein Stück aufmachen und könnte einfach einen Dreierstecker von innen rauslegen. Und dann könnte ich dort in die Ecke oben. Wäre natürlich der Knüller, wenn man jetzt schon sehen könnte, wie es aussieht, ne? Ja. Mal gucken, ob das was ist. Balkentechnisches. So, widerspenstig. So. Wie rum? Warte mal. Die hängt dann so. Dann müssen wir die beiden. Eigentlich ist es egal, so wie du denkst, dass du einen Balken hast vielleicht. Ja, das ist etwas, da bin ich mir absolut nicht sicher.
So, gut. Jetzt nochmal. Heute Nacht. Nee. So, hier hat er auch ein 5-adriges. Aber hier sind sowieso bloß alle an oder keine. Also machen wir den hier. So. Hier machen wir. Guten Morgen. Wir haben es 5 Uhr noch was, deswegen darf ich noch guten Morgen sagen. Und deswegen ist es auch noch dunkel, bevor ihr denkt, ich bin 15 Uhr aufgestanden und es ist wieder dunkel. Ich wollte euch zeigen, was ich diese Woche geschafft habe. Was nicht so viel ist. Was daran liegt, dass ich diese Woche krank war und sehr viel Zeit bei meinem Arzt entsprechend verbracht habe. Und die Zeit, die ich nicht beim Arzt verbracht habe, die habe ich gearbeitet. Und die Zeit, die ich nicht beim Arzt verbracht habe und gearbeitet habe, da habe ich versucht, so viel Haushalt noch zu schaffen nebenbei, wie es möglich war. Und ein bisschen hier aufzuräumen, ein bisschen da in der Küche zu machen und so weiter und so fort. Und die Zeit, die ich im Bett gelegen habe, um mich entsprechend zu erholen. Hier sind wir gerade nämlich in meinen heiligen Betthallen. Vielleicht erkennt ihr die Weihnachtsbettwäsche wieder aus dem Weihnachtsvideo. Letztes oder vorletztes, weiß ich nicht genau. Und ich habe geschafft, den hier kennt ihr ja schon. Den kennt ihr noch nicht. Ich habe geschafft, den Kollegen hier entsprechend vorzubereiten. Das ist bloß mein Stichmarkierer, nenne ich es jetzt mal, wo ich dann entsprechend gleich wieder ansetze und weitermachen werde, damit das hier eine Unterschnute wird, ihr wisst schon. Und genau, der kriegt jetzt noch hier, wie der Kollege da, einen Unterkiefer. Und dann, ich möchte ja nicht verraten, was es ist, aber es kriegt ja noch Augen. Ne? Die mache ich dann auch noch entsprechend. Schaut mal, sieht aus, als hätte er ein Geweih, wenn ich den so liegen habe. Naja, auf jeden Fall habe ich diese Woche geschafft, diesen Kollegen hier zu machen, sein Geschwisterchen da oder was auch immer das sein mag. Und hoffe immer noch sehr stark, dass ich das bis Weihnachten fertig kriege. Ich kann es nicht garantieren, aber ich gebe mir halt echt viel Mühe. Deshalb setze ich mich jetzt auf früh um 5, mache ich mir gleich was Schönes im Fernsehen an. Der Fernseher ist nämlich tot. Und werde mir was Schönes im Fernsehen anmachen, habe ich gerade schon gesagt, und werde dann halt entsprechend weitermachen, dass ich das Ganze hier vielleicht noch fertig kriege. Ich befürchte zwar, dass ich es heute nicht fertig kriegen werde, aber ja, dann seht ihr es im nächsten Vlog, denn Christian möchte den jetzt schneiden. Christian war entsprechend genauso beschäftigt diese Woche, aber davon erzählt er euch bestimmt noch. Ich wollte euch quasi nur zeigen, was mein Schaffen war, auch wenn es nicht viel ist, aber ich wollte es halt gezeigt haben. Manche Wochen sind eben sehr, ja, sehr spärlich besiedelt mit Fortschritten. Was anderes kann ich euch nicht zeigen, außer jetzt eine saubere Küche, weil ich die sauber gemacht habe. Und mein sauberes Zimmer und so weiter. Aber ja, ich denke, das ist ein bisschen sehr unspektakulär. Ja, im nächsten Vlog seht ihr ein bisschen mehr. Da werde ich euch nämlich mit zum Weihnachtsessen nehmen. Also, das klingt so, als würde ich irgendwo hingehen und bedient werden, aber es ist genau nicht so. Da werden wir entsprechend die Rezepte anschauen. Wir werden zusammen kochen, die verschiedenen Salate machen, den fetten Braten. Falls ihr den noch aus dem letzten Video kennt. Oh, ich glaube, ich klinge komplett verschnupft, oder? Meine Nase ist nämlich zu. Naja,
ist egal. Auf jeden Fall nehme ich euch dann mit, dann zeigen wir euch das ganze Weihnachtsessen. Normalerweise wollen Christian und ich heute noch, wenn nichts dazwischen kommt, das Haus noch weiter schmücken. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, wie ich das Ganze angefangen habe. Und im nächsten Video werdet ihr sehen, wie wir das Ganze fortsetzen. Plus das Weihnachtsessen und so. Und vielleicht sogar ein paar Weihnachtsgeschenke. Mal gucken, ob die so unpersönlich sind, dass man die zeigen kann. Oder nicht so schlimm persönlich, dass man sie nicht zeigen möchte. Ihr wisst schon, was ich meine mit sowas, ne? Okay, liebe Leute. Dann mache ich mich jetzt hier ans Häkeln, sonst komme ich ja niemals weiter. Ich habe da noch ein anderes Projekt, was sich jemand in den Kommentaren gewünscht hat. Jemand, den vielleicht viele von euch kennen. Mehr verrate ich aber noch nicht zu der ganzen Sache. Ich habe da schon ein Konzept mir ausgedacht in der Zeit, als ich noch nicht so krank war. Oder vor der Krankzeit, wie auch immer. Und aber hier sind erstmal die Weihnachtsgeschenke. Jetzt hätte ich beinahe verraten, für wen die sind. Es ist erstmal diese beiden Kollegen hier, sind erstmal Prio 1, damit sie an Weihnachten fertig werden. Und danach kümmere ich mich um das andere und nehme euch natürlich mit auf den Weg dorthin. Das wird ein Häkel-Strick-Projekt mit echter Wolle werden und einem eigen ausgedachten Design. So, nehmen wir es mal so. Wer Bock hat, daran teilzunehmen, dann seid vielleicht im nächsten oder vielleicht eher sogar im übernächsten Vlog erst dabei, weil die Woche, die jetzt kommt, die wird komplett im Zeichen Weihnachtsvorbereitung, Weihnachtsessen. Ich muss auch noch arbeiten. Ich habe jetzt noch nicht frei in der nächsten Woche. Das heißt, ich werde entsprechend zu den weihnachtlichen Sachen wie Einkauf und so weiter, nehmen wir euch vielleicht auch mit, nach meiner Arbeitszeit halt kommen. Ne? Und mal gucken, Christian muss ja auch noch arbeiten in der Woche. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt hier schon bei 5 Minuten. Ich habe euch gezeigt, was ich zeigen wollte. Und wir zwei sagen, habt einen schönen 3. Advent und bis zum nächsten Mal. Der Fokus ist gar nicht auf mir. Tschüss. Ach Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe jetzt gerade hier in der Scheune eigentlich schon wieder ein Video gemacht und habe euch ein bisschen was gezeigt von der Elektroinstallation. Hier oben, das, was wir provisorisch gemacht haben, für eine zweite Wohnstubenlampe und ja, wir haben jetzt praktisch in der Couch-Ecke 2 Lampen, Wandlampen und eine große oben drüber. Das habt ihr jetzt ja, glaube ich, auch schon gesehen. Und ja, dann war der Akku leider leer. Da habe ich dann nicht mehr filmen können, wie wir über dem Esstisch, den wir heute auch bekommen haben, die Lampe aufgehängt haben und den Esstisch aufgestellt haben. Das konnte ich leider nicht mehr zeigen. Ja, und Schalter wurde ausgetauscht vorne. Wir hatten ja den Aufgang zur Treppe, diesen Taster, der noch von der alten Elektroinstallation vom Haus kam. Den haben wir jetzt auch abgemacht und umgebaut und ja, der war halt der alte, habe ich einen neuen geholt. Ja, und jetzt stehe ich hier gerade in der Scheune und habe mir jetzt fest vorgenommen, draußen noch die Beleuchtung zu machen. Aber ich muss leider sagen, ich bin durch. Ich bin sowas von durch von der Woche, von den 17 Stunden, von dieser ganzen Action, sage ich mal. Ja, ich muss an der Stelle, glaube ich, mal eine Pause machen und dementsprechend, ja, hoffe ich, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür. Der Vlog diese Woche, der wird wahrscheinlich wirklich, wirklich mal sehr kurz sein und ja, nicht besonders viel Content haben. Aber ich muss halt einfach wirklich 2, 3 Schritte mal ein bisschen langsamer gehen, um daraus halt wieder Kraft zu schöpfen, um wieder weiterzumachen, sage ich mal, mit 100%. Die Einarbeitungsphase ist jetzt ja soweit durch. Ich habe jetzt alles soweit, sage ich mal, übernommen von meinem Vorgänger. Und ja, jetzt muss ich da halt noch ein bisschen selber reinkommen und so. Das war die letzten Tage war das schon so, dass ich da komplett schon auf mich alleine gestellt bin. Da gab es auch viele Herausforderungen. Aber ich denke, jetzt habe ich das soweit alles im Griff. Und jetzt kann ich nächste Woche mal schauen, dass ich diese von den 400% mal wieder auf das 100% Level komme, damit ich einfach auch mal wieder Zeit habe, ein bisschen mehr für euch zu vloggen. Und ja, dementsprechend auch ein bisschen mehr Zeit jetzt auch in der Vorweihnachtszeit, die letzte Woche vor dem Weihnachtsurlaub. Da möchte ich ja auf jeden Fall euch auch noch mal ein bisschen mitnehmen oder wir möchten euch ein bisschen mitnehmen, dass wir zusammen in die Weihnachtszeit starten und ja,
so ein bisschen einfach diese Stimmung mitnehmen, wenn dann nächste Woche dann der Vlog so ein bisschen, der wird im Rahmen, sage ich mal, oder unter dem Stern der Weihnachten ein bisschen stehen. Einfach so als Jahresabschluss, einfach ganz gechillt. Und ja, aber ich denke, ich hatte gerade wirklich den Elan noch und ich könnte es, glaube ich, auch noch hinkriegen. Aber ich muss da ein bisschen auf mich selber hören und ich kenne auch das aus Erfahrung, sage ich mal, dass wenn man es wirklich übertreibt und voll auf Verschleiß fährt, dann wird es auf Dauer nichts Ordentliches und nichts Ganzes. Und ja, dann macht es auch keinen Spaß, sage ich mal so. Also werde ich heute nicht mehr diese Elektroinstallation machen, die ich mir vorgenommen habe. Für draußen, für die Außenlampe. Ist ein bisschen schade, muss ich dann jetzt nächste Woche mal abends erledigen. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, Weihnachtsbaum reinholen und so, das werden wir wahrscheinlich morgen schon machen. Das seht ihr dann im nächsten Vlog. Sarah wird dann auch schmücken. Ich werde ihr ein bisschen helfen, da wo sie nicht rankommt, an die Fenster und so. Dann wollte sie, glaube ich, noch Kekse backen. Ja, und generell soll die ganze Woche ein bisschen entspannter werden. Und mal auch ein bisschen mehr Content für euch. Ja, aber dementsprechend glaube ich, liebe Leute, war es das an der Stelle für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen nachvollziehen, dass es halt einfach gerade im Moment echt anstrengend war. Also ich weiß, man kann viel darüber reden. Aber ich glaube, wenn ihr dabei gewesen wärt oder wenn ihr das wirklich also in der Situation nachempfinden könntet, wie die Woche so für mich war, dann würdet ihr das absolut verstehen. Und ich denke mal, ihr versteht das auch so schon. Ja, naja, auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen, oder wir wünschen euch einen schönen 3. Advent. Und ja, kommt gut rein in die letzte Arbeitswoche vor Weihnachten, vor dem Weihnachtsurlaub. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche. Nächste Woche dann ganz unter dem Motto, wir ja, bereiten uns auf Weihnachten vor. Und ja, bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ciao, ciao.